No, he cannot speak English. He's not English. He's a German Dackel. Also, wir waren Place, ne? Place hatte auf Facebook eine Ausschreibung gemacht, dass sie einen Praktikantenplatz haben. Und ich wollte immer mal schon wissen, wie man ein Magazin macht. Dann haben wir uns bei der Bright getroffen, haben gelabert und die waren so, ja, voll geil, wir haben das alles besprochen, wir haben voll Bock drauf. Dann war ich so auf einmal knapp 7 Jahre in Berlin hängen geblieben, wie das halt dann so ist, ne? Das war dann eher so, dass es anfing mit, ja, was machen wir eigentlich mit dir? Ich konnte ja nichts irgendwie außer vielleicht Backtails. Dann hat Benny so probiert, mich so in diese so Clips aus dem Internet raussuchen. Coole Clips, diggen. Ich so, ey Benny, ganz im Ernst, ich bin kein Digger. Ich kann das jetzt machen, dann wird das aber voll scheiße. Das macht auch keinen Sinn. Oder ich mache das, worauf ich Bock habe. Und das ist halt irgendwie Fotos machen, so ein bisschen rasender Reporter sein. Und er so, okay, ja gut, dann machst du halt irgendwie das. Die Fotografie habe ich vorher schon gemacht. Ich hatte einen Tumblr gehabt. Das war so ein bisschen noch so ganz grob vor Instagram-Zeit. Und der Benny hat mir da gefolgt. Und der fand schon die Fotos immer gut. Ich suche gerade mal die erste, wo ich so mitgearbeitet habe. Das war sie auch nicht. Dafür haben wir richtig viel Shit bekommen. Nee, für die haben wir richtig viel Shit bekommen. Also da sind halt keine Stufen, die man zählen kann. Da ist keine Logos. Was ist das denn? Ich hatte gerade eine Schattenphase. Wir haben einfach dann ausprobiert. Und es hat dann immer mehr dazu geführt, dass es halt zu einem Konzept wurde. Bei dem haben wir so einen Hassbrief bekommen. Da hat uns jemand einen Post geschickt, hat das Cover zerrissen gehabt, ein Foto von einem Hund mit reingelegt. Ich glaube, es waren noch ein paar tote Fliegen mit drin. Und das war so ein bisschen wellig, das Papier. Und wir haben irgendwie so gedacht, hat da irgendwie der Hund drauf gepisst oder was? Ja, musste die Wut halt rauslassen. Ah, okay, Entschuldigung. Au, fuck. Ey, Liebe. Scheiße, okay, gerade nicht auf Liebe aus. Ja, dann war ich halt in Berlin und dann haben wir uns halt überlegt, was man jetzt fotografieren kann. Und dann habe ich halt überall die ganzen Fotos gemacht, die ganzen Place-Events fotografiert, die Partys fotografiert, dann aber halt auch natürlich das private Skate Berlin Live ja auch noch fotografiert. Eigentlich die ganze Zeit, wo ich in Berlin war, alles fotografiert. Ich war komplett im Fotowahn. Was ich dazu sagen muss, ist, ich habe mich nie als Skateboard-Trickfotograf gesehen, weil das ist halt ein Handwerk und ich habe das ja nicht gelernt. Aber ich habe natürlich dann halt trotzdem halt Fotos gemacht. Halt dann mit weniger Einstellung. Oh ja, gib mir noch ein bisschen was. Oh ja, das ist so genauso richtig. So ist gut, bleibst du. Oh ja, du bist perfekt. Okay, Alter. Ich glaube, hier gab es auch noch mal so ein bisschen Ärger bei der Ausgabe. Hier war schon unser Selbstbewusstsein auf jeden Fall schon, es wurde immer größer. Da war auch bei mir fotomäßig auch schon mehr, da habe ich einfach gemacht. Ja, die ist leider ein bisschen dunkel geworden, weil das sind ja so Anfängerfehler von mir gewesen, dass ich die Bilder genau 1:1 auf dem Laptop so bearbeitet habe, wie ich sie natürlich halt auch als Print mir vorgestellt habe. Und dann kommt es so Offset-mäßig und dann saugt das natürlich voll viel Farben. Das ist halt das Krasse, dann kommt da so ein Magazin an den Kisten und du so, oh geil, sieht voll geil aus. Und dann machst du den Artikel auf und dann so, okay, einfach komplett verkackt. Guck mal hier, da Hightower. Haben ein Foto von dem gemacht. Ja, da fängt es ja schon an. Da habe ich halt auch mal so einfach auch mal nicht Skateboardfahren mit reingemacht. Es wurde halt viel mehr Kultur gezeigt, oder? Also ich weiß es auch nicht. Guck mal, Frog, Skateboard. Das war so die erste Selbstbewusstseins-Schub-Place-Zeit. Das ging dann über ins nächste Jahr. Und da war dann unter anderem unsere große Reise nach LE. Das war so auch die Zeit, wo ich so für mich persönlich auch mit dem Fotos machen am meisten gefunden habe. Vorher habe ich viel rumgespielt und hier habe ich dann alles nur noch mit der Fuji X100 irgendwas, ST, keine Ahnung, auf jeden Fall mit der Fuji geschossen. Und da hatte ich auch so meinen Bildbearbeitungsstyle für mich so gefunden. Da war ich, würde ich sagen, auf meiner Prime. Also so dieses, man hatte das einfach so krass drin. Ne? Stillstehen ist wahrscheinlich besser. Dass man so eine Zwischenschaltung macht. Gucken oder lieber nicht? Geil. Vielen Dank. Yes. Das ist richtig gut geworden. Ach, der Stefan, ey. Deine Hose. Danach
ging das auch relativ schnell bei mir dann wieder bergab, ein paar Monate später, weil halt dieses ganze Touren und dann nach Hause kommen, nach Berlin, man ist halt nach Hause gekommen, hat einfach weiter, war eigentlich weiter auf Tour. Also der Lifestyle ging weiter, Bier trinken und Tiefkühlpizza so ungefähr. Das hat dann halt nicht aufgehört und dann irgendwann kam ja Berlin-Kopenhagen Pro und da habe ich meine erste Panikattacke bekommen. Das kam so aus dem Nichts, mich hat voll umgerissen. Ich so, Gott, krass, was passiert denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, noch nie gehabt. Mich voll... Und dann habe ich gedacht, Alter, ich sterbe jetzt hier, was ist hier los? Und dann bin ich ja wirklich wie so ein angefahrener Hund einfach weggelaufen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe erstmal so Rollo runtergemacht und es ballerte halt, ne? Komplett Terror. Und dann musste ich halt Daniel sagen, tut mir leid, ist so, ich kann nicht hier weiterschießen. So viel zum Thema heiß werden im Kopf und so. Dann ging es alles richtig schnell, dass ich dann da so voll den Superrappel bekommen habe und musste von einem auf den anderen Tag weg aus Berlin. Hab meinen Vater angerufen, meinte so, ey Vater, kann ich mal bei dir kurz mal einchecken? Und dann bin ich nach Kassel gefahren. Und dann lag ich da, in die Ecke gekauert, wirklich knapp 2 Wochen lang. Einfach nur so, Embryostellung, Decke über den Kopf, einfach an die Wand gedreht und nur so und gehofft, dass es weggeht. Und es ging ja nicht weg. Und dann kam mein Vater irgendwann rein, der meinte dann so, du musst jetzt mal langsam wieder aufstehen. Ja, und dann habe ich mich so Stückchen für Stückchen aufgepäppelt wieder. Es war krass, war eine krasse Zeit. Ey, ich habe es nicht geschafft, komplett einmal durch den Supermarkt zu gehen. Dann dazu natürlich halt komplett der Lifestyle. Also gar nicht gewusst, wie man halt mal so auf sich aufpasst. Also nicht mal irgendwie auch mal einen Tag irgendwie mal gechillt oder so, sondern einfach nur so auf Sendung. Nur die ganze Zeit ballern, ballern, ballern. Hier, also nicht jetzt ballern, sondern machen. Und hier Handy und dann so Laptop und dann wieder Party bis in die Nacht, morgens aufstehen, also mittags aufstehen, dann halt Pizza und Nutella-Toast essen, Kaffee, aber halt nicht mal, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal einen Spaziergang machen mit nichts. Habe mich dann hier so ein bisschen aufgepäppelt und habe dann so probiert, von Kassel aus noch mit der Place weiterzuarbeiten. Wir haben dann noch eine Ausgabe gemacht, da musste ich mich dann wieder an die Bilder ransetzen und musste mich dann wieder damit auseinandersetzen am Laptop. Das war auch nochmal eine kleine Challenge, weil du natürlich da wieder diese ganzen Gefühle triggerst und hochkommen. Das waren die letzten Bilder, die ich gemacht habe. David Hockney hatte ich auch eine große Phase. Eigentlich habe ich geklaut, nur den seine Collagen. Habe sie einfach nachgemacht, aber hier habe ich sie dann digital nur noch gemacht. Die guten Kollegen. Also als ich dann so reflektiert habe, wo das alles hergekommen ist, da habe ich schon gemerkt, ich habe Dinge gesehen oder mir angeschaut, die mich irgendwie in dem Moment beschäftigt haben. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an. Aber mein Unterbewusstsein hat mir eigentlich schon die ganze Zeit gezeigt, was ich mir so reinziehe. Ich habe ja auch geraucht in der Zeit wie ein Bekloppter. Bernie, würde ich sagen, ist auch ein bisschen bekannt dafür. Und guckt, also wie genussvoll kann jemand sich eine Zigarette anmachen. Ich habe einfach gedacht, ich wäre unsterblich. Also ich meine, das ist ja... Es ist ja... Ein Symbolbild, gefangen im Netz des Skateboarding. Verheddert, kurz vor dem Fall und deine Freunde, die unterstützen dich dabei und jubeln dich an. Ach, was eine schöne Welt. Ja, es ist jetzt ein bisschen fies an. Also, es ist eine geile Welt. Aber eigentlich will man doch nur er sein. Oh, Mami auf dem Schoß. Ey, wie krank ist das eigentlich? Was ist das hier für ein Feuerteufeltanz? Alles irgendwie so eins drüber, weißt du? Das ist halt auch Kopenhagen Pro. Wenn ich an Kopenhagen Pro denke oder an so Skate-Events, dann denke ich halt, ja geil, Junggesellenabschied, let's go. Das ist schwierig, wenn man mit sich selber, glaube ich, einfach nicht so im Reinen ist. Ach guck mal, das war das. Das war mein letztes Foto. Danach hat es bei mir auf einmal reingekickt. Hier fing das Ganze an. Ja, ich habe dann nochmal kurz therapiemäßig angedippt und dann war mir klar, okay, wenn du glücklich werden willst, dann musst du die Dinge selber in die Hand nehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wollte schon immer mal im Wohnmobil leben. Gut, alles klar. Dann weiß ja, was jetzt sein Auftrag ist. Dann darauf hingearbeitet und dieses Wohnmobil besorgt. Wohnmobil. Da hatte ich dann so ein bisschen Überbrückungsphase noch gehabt mit so ein paar Carhartt-Fotojobs und noch ein paar andere Sachen. Also das heißt, ich konnte dann irgendwie relativ gut, relativ schnell Geld verdienen, dass ich dann mir das Wohnmobil leisten konnte. Dann waren wir so, ey gut, dann lass es so machen, wir fahren jetzt einfach nach Italien. Und dann sind wir durch ganz Italien geheizt, waren dann in Gallipoli. Dann ging ja Corona wieder komplett los. Ende vom Lied war, dass wir auf diesem Campingplatz 10 Monate standen. Und das war aber total krass, weil das ein Campingplatz war mit so gefühlt für 3000 Wohnmobile, aber wir waren da mit so 15 Wohnmobilen nur. Wir haben so Geburtstag mitgefeiert von so einem 80-Jährigen. Und dann irgendwann kam wieder eine Anfrage hier von
10Mac, ob ich nicht wieder ein Editorial schießen will für die. Und die haben mir immer so Fashion-Pumps und Fashion-Handtaschen auf den Campingplatz schicken lassen. Auf den Verpackungen stand halt überall noch so Louis Vuitton und Jimmy Choo. Alles an diesen Campingplatz immer so versetzt hingeschickt. Und ich bin immer wieder vorne an die Rezeption. Ist wieder ein Paket für mich gekommen. Die so, dann so über den Campingplatz in das Wohnmobil getragen und 2 Tage später wieder so eine Chanel-Kiste. Und die waren auch nur so, was ist mit denen? Was bestellen die sich hier die ganze Zeit für krasse Sachen? Weil die natürlich gesehen haben, wo das herkommt, Paris, London. Und dann hatte ich diese ganzen Sachen in der Wohnmobiltoilette. Naja, also ich habe dann so im Endeffekt von dem Campingplatz aus so ein bisschen gearbeitet. Ich habe mir dann selber einen Rhythmus aufgebaut. Und dann war ich so, ich lebe jetzt mal wie ein Künstler. Ich bin jetzt sozusagen, meine Aufgabe ist, Kunst zu produzieren. Und bin dann einfach rumgelaufen, habe einfach Gänseblümchen fotografiert. Ich habe einmal, das war richtig geil, ich habe einen Schmetterling verfolgt. Ich bin so eine halbe Stunde lang einen Schmetterling hinterhergelaufen und bin so probiert, eine Luft zu fotografieren und dann auch eine Blume am Busch. Und dann bin ich so am Strand diesen Schmetterling eine halbe Stunde lang hinterhergelaufen und habe so gedacht, ey, what a time to be alive. Dann nach Portugal gefahren, habe da überwintert sozusagen. Naja, und dann irgendwann war halt so, ging es so in Richtung April, dann wurde es halt richtig heiß und dann habe ich gesagt, so, und jetzt wird es wieder Zeit. Jetzt düse ich halt ab, fahre ich wieder nach Deutschland. Kam sozusagen jetzt endlich in Kassel in Deutschland an nach der großen Reise, setze mich so hin, mach so den Laptop auf und will so gerade so anfangen und dann merke ich so, okay, ein Moment des Innehaltens kommt gerade in mir hoch und ich so, okay, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich schon mal in einem Wohnmobil gelebt habe, dann könnte ich ganz ehrlich sagen, ja, habe ich. Dann habe ich so gemerkt, krass. Und dann habe ich innerlich so einen Strich von meiner Bucketliste durchgezogen. Es war so ein Fenster von 2 Sekunden vielleicht, wo ich nichts hatte, wo ein Gefühl des Glücklichseins. Und dann war direkt wieder so, ja, und was mache ich jetzt? Dann mache ich jetzt als nächstes, steht, ich wollte schon immer mal ein Buch machen. Habe mich dann da hingesetzt, bis ich dann einen Ordner hatte mit über 3000 Bildern. Ein dickes Buch, glaube ich. Da streiche ich ein bisschen so mein eigenes innerliches Kind, was dann so Mutti so zeigt, guck mal, was ich gemalt habe. Irgendwie so. Und dann sage ich so, ja, ist voll geil, nehmen wir. Kommt rein, kommt alles rein, weil einfach geil, dass du es gemacht hast. Weil da will ich dann einfach nicht streng sein, weil das ist halt meine Welt und das wird dann halt genauso, wie ich das will. Mein Bucketlist Nummer 2, Big Dream. Ich mag das so, Dinge in Klammern zu setzen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich fange an mit meinem Thema, das kommt aufs Cover, Angst vor der Angst. Und dieses, du kannst nicht weglaufen und so, du bist angekettet vom System. Und in der Kombination mit There's hope and dream and there's colorful life in this dark world. Fängt erstmal an mit die Beobachtung. Das ist ein bisschen auch meine ESO-Zeit. Hier so, da habe ich so Mond drin gesehen. Hier ist irgendwie was Alienmäßiges, Alf. So. Oder so halt Verbindung zu sich selbst. Was ist so deep? Hobby. Was ist Hobby, was ist Beruf? Skateboarder, der ist einfach nur Skateboard fahren will und dann auf einmal so Sponsorenverträge bekommt und so Druck hat. Ja, da war dann die Zeit in Italien, ne, wo man halt 10 Monate lang einfach irgendwie nichts zu tun hatte. Und dann habe ich halt einfach mal so ein riesen Loch gebuddelt. Die Inspiration kommt daher, Danny Pham hat auf seinem Insta, wo die Bio da ist, da hatte der, glaube ich, so 5 so dieses Loch-Emojikon gehabt. Und dann war ich so, ich finde dieses Loch-Emojikon so cool. Und dann habe ich das halt hier nachgebaut. Guck mal hier, das ist doch direkt Full Circle Moments. Oh, ist auch wichtig. Das war halt noch die Zeit, wo ich so im Fotowahn war, dass ich einfach erst geknipst habe und dann ein paar Jahre später nachgedacht habe. Jetzt würde ich es auch nicht mehr machen, aber ich finde es trotzdem voll gut, dass ich es gemacht habe. Und was ich hier auch machen konnte, da konnte ich wirklich mal alles zeigen, was ich zeigen will. Bei so Plays und Skateboard World, wo man ja so irgendwie dieses Skateboard-Content ja immer noch da sein muss, kann er nicht einfach eine Doppelseite mit einer Nacktschnecke machen. Auch wenn das eigentlich das ist, worüber ich reden will. Das war ganz geil. Da habe ich ein Carhartt-Shooting gemacht in Hamburg mit Saint One. So ein DJ ist das. Und dann hatte ich so gedacht, wir gehen in den Baumarkt und wir bauen so ein DJ-Set. War ziemlich witzig, aber die haben es nicht genommen. Ich war echt sauer.
Die einzige Auftragsarbeit, die ich eigentlich noch mache, ist tatsächlich Lausi. Und das ist total interessant, weil sobald mich Leute irgendwie probieren, dass ich sozusagen wie so ein Werkzeug werde, ja, wir haben hier, keine Ahnung, diese Produkte, wir finden deine Sachen toll, wie du machst, willst du nicht mal Fotos machen? Und dann bin ich halt so, ja, aber ich habe gerade voll Bock, mit Aquarell zu malen. Könntet ihr euch das auch so vorstellen? Wenn die dann sagen, ja, nee, wir wollen lieber Foto, bla 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 bla, dann bin ich so, ja, okay, aber dann mache ich es trotzdem so, wie ich es mache. Ich probiere schon so zu arbeiten, dass ich sage, das bin immer noch ich, das fühlt sich ehrlich an. Finanziell gesehen, der Businessman in mir ist da einfach, funktioniert da nicht so. Also ich bin schon froh, dass ich solche Sachen annehme, wenn es sich gut anfühlt und ich die Leute mag oder so. Ich glaube immer, es muss authentisch sein. Das ist ja den Talk, den ich auch hatte. Und dann wird es was es halt wird. Das war so ein Classic-Moment, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn du eigentlich was los musst und dann aber auf einmal die Idee deines Lebens hast. Und das war so, ich musste pünktlich zu meinem Vater kommen und das ist immer so ein Ding, ich probiere irgendwie bei dem immer richtig gut zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihn sonst enttäusche. Issues. Und dann habe ich auf einmal diesen Lichtstrahl da gesehen, schon als ich schon so die Jacke angezogen habe, einen Schlüssel in der Hand. Und dann bin ich da so voll kleben geblieben, habe eine halbe Stunde lang diese Fotos gemacht und total gestresst innerlich gewesen, weil ich wusste, scheiße, ich enttäusche den jetzt, weil ich komme zu spät, aber gleichzeitig mache ich hier gerade was so geil ist, was so Bock macht. Also war jetzt gar nicht so geil anzugucken, aber eigentlich ist es einzeln, fand ich die Farben voll geil. Ja, also welcome to my first book. Thank you for this. Ich habe mit dem Vater gearbeitet früher. Ja? Als Polizeipräsidium. Der hat schön die Leute abgehört. Und wieder! Ich war abgelenkt von der Hundekritik. Ja. Das ist definitiv ein Problem, was ich habe. Ich kann ungefähr sagen, wo es herkommt. Ich hatte nämlich damals, als ich meine Ausbildung beim Mob gemacht habe, da durfte ich auch so ein bisschen mitgestalten. Ein bisschen T-Shirt mitgestaltet und dann mal irgendwie einen Rucksack gemacht und so. Und dann war so diese Freude, wie man das so gestaltet hat, dann am Laptop etc., war so groß mit diesem ganzen Sampling. Also schickst es da weg, kommt das wieder und dann so, oh geil, Print ist irgendwie cool. Dann gehst du damit so rum und machst so diese Order-Runde und dann haben es sogar auch noch genug Leute bestellt, dass es dann produziert wird. Und dann kamen diese Kisten an und ich so, das ist alles so viel Zeug. Nervt mich jetzt schon. Dadurch, dass es auf einmal in so einer Masse da war, fand ich es voll unsexy. Und dann haben da andere dran gepackt an dein Baby. Keine Ahnung, wie da jemand drauf war, der das gemacht hat. So, ich habe dann irgendwie Kontrolle abbekommen, ich weiß es nicht. Aber das ist definitiv ein großes Thema für mich. Das ist natürlich bei den Buchsituationen auch so. Deswegen finde ich so diese Sache mit Massenproduktion schon in unserer heutigen Zeit ein schwieriges Thema. Hier zum Beispiel die Taschen, ne, das macht ja meine Freunde, das sind alles so Einzelstücke. Voll geil, aber wenn du dann in diesen Punkt kommst, den Preis zu geben, dann gibst du denen eine Zahl und das ist total schwer. Ich finde, dann gibst du denen so einen Wert und dann wird da so komisch viel reininterpretiert in so eine Sache, die du ja eigentlich gemacht hast, die so aus dem Herzen kommen. Ich für mich mache das für mich, aber ich mache auch eins für die Öffentlichkeit. Stell dir mal vor, diese Person, die ein Album gemacht hat, hätte dann gesagt, nee, ich will nur für mich zu Hause mein Zimmer und für mich spielen. Dann könnte ich mich jetzt nicht daran erfreuen. Das würde mich jetzt nicht motivieren und inspirieren und mich raustreiben. Das ist nicht fair. Dann würden alle in einem Raum sitzen und keiner würde miteinander reden. Das ist irgendwie so eine Hassliebe. Auf der einen Seite finde ich es voll geil, wenn Leute Fotos machen und so Ausstellungen machen und so. Aber dann wiederum dahin zu gehen und dann da so zu stehen mit dem Prosecco oder mit einem O-Saft oder so und dann 1000 Leute Opening und dann bist du da so und ist so, ich hab da so ein bisschen Menschenphobie. Aber auf der anderen Seite will ich ja dahin.
aber ich brauche dann was zu tun. Und dann war ich so, okay, wenn ich eine Ausstellung machen will, dann will ich auf jeden Fall was machen, wo man halt nicht nur einfach nur da hingeht und dann so, ja, ist cool, ja, ist cool, ja, ist cool. Und dann so, ja, wollen wir ein Bier? Ja, lass mal Bier holen. So. Sondern man will ja auch irgendwie beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, ich will eine Ausstellung machen, wo man eigentlich skaten kann. Und wenn man halt kurz keinen Bock hat zu skaten oder die Leute, die nicht skaten, können sich dann halt in der Zeit so das mal kurz angucken. Dann liegt das so einfach da rum. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will voll gerne einen Curb dazu machen. Und das sollte dann gleichzeitig wie so ein Schuber sein. Und das hat dann alles ganz gut gepasst zu diesem Thema, was ich hatte, dieses Mach einfach. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache ein Fach. Ja, okay, ich habe jetzt gerade so mega meine ganze Major-Story in dieses eine Buch gekloppt. Ja, und jetzt muss ich langsam arbeiten. Was passiert denn hier eigentlich? Suche ich jetzt wieder einen Schmetterling? Dann kam ich ein bisschen in so eine Sinnkrise. Also so, was machst du eigentlich? Du bist jetzt hier in Kassel, du musst arbeiten. Hier ist nichts mehr mit Plays, hier ist nichts mehr mit Skateboarding, Sponsored Live und du bist hier irgendwie interessant oder so. Du bist auch noch ein kleines Würmchen sozusagen. Kein Schwanz interessiert sich jetzt für deinen Schmetterling oder für das rote Auto oder was auch immer. Ich dachte, ey, nur weil du jetzt irgendwie denkst, dass alles keinen Sinn macht und hier irgendwie minderwertig ist oder so, das ist nicht fair. Geh raus, Alter. Das will ich jetzt wissen, was da passiert. Wenn ich jetzt einfach weitermache, obwohl es sich sinnlos anfühlt. Und mein Motivationsspruch war dann so, mach einfach. Lass dich draußen überraschen von dem, was da kommt. Wenn ich jetzt Bock habe auf Text, dann mache ich Text. Wenn ich Bock habe auf Zeichnung, mache ich Zeichnung. Die Dinge sind dann einfach so passiert, weil man halt, würde ich sagen, in der Bewegung bleibt. So. Haben wir. Aber nächster Spot kommt. Ja. Was machst du? Willst du hier noch auch noch was machen? I was here. Skater. Nicht gut. Und dann so Schnitt. Für Willow. Also den alten. Beide Willows. Für alle Willows da draußen. Eine gute, geile Inspiration, Cameron Strand, den habe ich bei Tumblr gefunden. Und ich habe irgendwann mal an Daniel davon erzählt, ob er diesen Fotografen kennt. Camera on Strand. Ja, aber wir können jetzt auch über Inspirationen reden. Helmpflicht. Ich habe noch kurz mal ein paar andere Schuhe anziehen. Das sind meine ersten Slip-Ons, die ich gemacht habe. Ich bin ja Designer. Designer. Ich wollte ja schon immer mal einen Pro-Schuh haben. Deswegen habe ich mir den jetzt selber gemacht. Und ich wollte auch die ganze Zeit mal eine Kappe selber machen. Da habe ich mir eine Kappe selber gemacht. Aus Papier. Finde ich eigentlich ganz geil. Oder? Aber es ist rückwärts ein bisschen besserer Fit. Also Cracker. Ja, Cracker ist natürlich, was soll ich sagen? Der hat halt mir irgendwie gezeigt, dass man es einfach machen kann, ne? Wie man es machen will. Und Stefan, ja, macht es halt auch einfach, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Was sage ich, was erzähle ich denn? Wie erzähle ich denn jetzt über meine Inspirationsquellen? Also Gons habe ich
witzigerweise erst voll spät gecheckt. Nicht so, okay, krass. Genauso wie so ein Stefan oder ein Cracker oder viele andere auch, die denken laut. Gonz für mich, also so stelle ich mir vor, dass er innen drin auch so ist. Und das bringt er nach außen. Und das ist im Prinzip das, was ich auch in mir habe, aber halt einfach ganz, ganz viele Jahre in meinem Leben nicht getraut habe, rauszulassen, aus unterschiedlichen Gründen, Ängsten, whatever, Komplexen. Man geht dann einfach raus und entdeckt selber das sozusagen. Oder man sucht in sich selber ganz unbehaftet nach den Dingen, die man machen will. Ne? Und ja, und man stolpert man halt ja auch mal über andere Sachen. Und dann bin ich ja sozusagen über einen Gonz gestolpert und habe so gemerkt, das ist ein bisschen wie so eine kleine Droge. Und denk so, ja geil, der macht es einfach voll geil. Der bringt mich zum Machen. Und der hat sozusagen, da sieht man ja auch wieder die Kraft des Kreativen, dass die wirklich guten Dinge halt einen zum Machen animieren. Das hat Cracker damals auch mal gesagt. Ein gutes Skateboard-Video ist erst dann ein gutes Skateboard-Video, wenn es dich zum Skaten animiert. Ich habe hier so eine CD. Ich arbeite ja in einem Solarium. Bei meinem Vater, der hat ein Solarium. Und die haben früher so CDs gehabt zum Hören beim Sonnen. Und die Titel sind so geil, deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Fly to the Moon, Walking over the Clouds, Dreams Come True, The Yellow Butterfly, Street to Paradise. Du meinst, ich mache so viel alles, ne? Wie so ein Kinderzimmer. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen mein Vibe gerade. Ich glaube, das kommt daher, dass ich mich sehr lange eingesperrt habe mit Skateboardfahren. So dieses, du kannst nur Skateboardfahren machen und nur das. Okay, Fotografie geht, weil das kann man dann immer, wenn man nicht skatet, machen. Aber diese Sachen wie so Scribbeln oder Malen oder Musik machen, ja, das geht nicht, weil du bist nur gut darin, wenn das eine Passion ist, nur das jeden Tag machst. Und wenn du so ganz viele Sachen machst, dann wirst du schlechter in Skaten. Diese Gefängnisse, die man baut, dann habe ich so gemerkt, okay, du hast da überall so komische Gesetze in dir. Du hast eigentlich voll Bock, keine Ahnung, rauszugehen in den Park, mit dem Fahrrad in den Park zu fahren und einfach mit Wasserfarben irgendwie den Park zu malen. Und dann sagt aber so die innere Polizei in dir, sagt dann so, ja, das kannst du aber nicht machen, weil wenn du das machst, dann skatest du weniger und wenn du weniger skatest, bist du schlecht und wenn du schlecht bist, dann bist du nicht gut, dann finden die Leute dich schlecht, also nicht gut, dann verdienst du kein Geld damit und dann wirst du niemals irgendwie groß, berühmt und reich. Als ich da mal hingehört habe, was ich mir eigentlich da die ganze Zeit selber erzähle und wie ich mich selber so einsperre, habe ich so gedacht, du bist doch bescheuert. Was machst du denn da? Also stell dir mal vor, du hast ein Kind und du gehst mit deinem Kind so um. Das ist doch voll Kacke. Du gehst mit deinem inneren Kind, bist du super streng. Nee, möchte ich nicht. Möchte nicht mehr streng mit mir sein. Möchte jetzt das machen. Und dann war halt so, okay, heute male ich, morgen baue ich mir einen BMX-Lenker ans Fahrrad und übermorgen gehe ich wieder Fotos machen und dann gehe ich wieder mal skaten. Dann baue ich halt ein Pappding und wenn der Stefan kommt, dann klettern wir auf den Dino. Weil wollte ich auch schon immer mal machen, wollen wir auch schon immer auf dem Dino sitzen. Sonst ist man ja so, weil so die Herangehensweise, du gehst los, dein Format ist das Video und du brauchst dafür einen Filmer und du musst dafür skaten. Das Video muss immer gut werden und es ist erst gut, wenn du sozusagen dich dafür aufgerauft hast, wenn du sozusagen gekämpft hast, wie auch immer, wenn es krass war. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, warte mal, da gibt es irgendwie so Gesetze, die es aber eigentlich gar nicht gibt, so, das muss der Banger-Trick sein am Ende. Also, nee, das haben sich einfach nur irgendwelche Leute ausgedacht oder das hat sich irgendwie so dahin entwickelt und dann auf einmal macht man das auch so, weil man denkt, man macht es so. Aber du musst es ja gar nicht so machen. Machst du so, wie du es machen willst. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, ich muss ja gar nicht jetzt Faggy Flip die Zehner machen. Ich kann auch einfach auf den Dino klettern, der da irgendwie vorm Museum steht. Und das ist auch prickelnd. Für mich ist das dann einfach auch ein Banger. Also das ein Gefühl ergibt, glaube ich. Ich glaube, ein Gefühl ist ein richtiges Wort. Das ist viel wichtiger, als die Stufen zu zählen. Weil da bist du wieder in so einer Kopfwelt, in so einer Zahlenwelt, in so einer Rasterwelt. Und dann ist es so, ja, ist auf einen größeren Dino gestiegen oder der hat aber ein krasseres Bild gemalt oder sein Buch hat er irgendwie teurer verkauft.
Das macht keinen Bock. Ein bisschen schwitzig, der Schuh, da muss nochmal in eine aktive Sohle reingearbeitet werden. Man kann es umdrehen, dann hast du da so ein bisschen Leverage. Weil es geil aussieht. Alter, okay. Oh. Es ist eigentlich total absurd, wenn ich gerade darüber nachdenke. Auf der einen Seite ist Skateboardfahren ja, oder auch vieles ist ja gerade so free und sei wer du bist und so. Aber dann sind die Plattformen, wo du es rauslässt, stehen halt überall Zahlen dran. Dieses Zahlenraster-Thema ist so, ich komme da nicht so richtig raus. Es ist ein bisschen wie so eine Punk-Verkruspelung, die ich in mir habe. Ich traue mich, glaube ich, nicht, der Wahrheit ins Auge zu sehen und einfach mal zu trauen, 100 Exemplare zu machen, mich einfach nur mal ohne Rumgetänzel und Tram-Tram drumherum einfach mal zu fragen, ob man irgendwo das ausstellen kann und sich hinzustellen und zu sagen, so, hier ist das Buch und dann die Angst zu haben, oh Gott, scheiße, gehe ich mit allen Exemplaren wieder nach Hause oder fuck, was ist, wenn ich alle verkauft habe? Kontrollverlust. Also du willst gerne, dass du damit Geld verdienst, das ist ganz klar, deswegen mache ich das. Das sind alles Sponsor-Me-Tapes sozusagen, so ein Buch zu machen. Jeder Post ist eine Art von einem, hey, guck mal, ich mache auch, ich will auch. Aber gleichzeitig will ich jetzt nicht meine Sponsoren alle meine Bio schreiben. Weißt du, was ich meine? Ja, das authentisch sein ist ein großes Thema, wie ich gerade merke. Im besten Fall fühlt man es. Ich probiere natürlich nicht zu stumpf zu sein, aber ich probiere auch nicht zu ernst zu sein. Jetzt mit dem Talken, wenn ich rede, manchmal bin ich schon irgendwie sehr ernst und denke, da könnte ich auch einfach mal, könnte ich auch ein bisschen witziger sein, aber keine Ahnung. Ich finde, es ist die Mischung. Es ist einfach wie so ein Gericht, was man kocht. So, wenn die Suppe jetzt einfach nur süß ist oder das Gericht nur süß ist und da ist irgendwie keine Tiefe hinter, ja, dann kickt es sich vielleicht mal kurz, aber geil ist es auch. Also ganz ehrlich, irgendwo tappe ich völlig im Dunkeln gerade mit mir, aber ich habe gedacht, ich habe viel mehr Lust, Mut zu haben, neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, ob das vielleicht mir gefallen könnte, ob es sozusagen schmeckt. Und damit ich es wenigstens ausprobiert habe und vertraue einfach komplett meiner Intuition. Dann nagen schon immer wieder so diese große Sinnfrage. Weißt du, so, wieso machst du das überhaupt? Du verdienst kein Geld. Du arbeitest Wochen, Monate lang an solchen Sachen. Die ganze Zeit, in jeder freien Sekunde scribbelst du hier, machst du Fotos da, dann setzt du dich hin, machst die Computerarbeit bis abends im Bett noch. Und auf der einen Seite frage ich mich, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Aber auf der anderen Seite, es macht einfach Bock. Und das ist das Wichtigste, dass es in dem Moment einfach Bock macht. Wo man ja auch herkommt, aus dem Skateboardfahren. Man hat halt angefangen mit einfach Skateboard, weil man das halt geil fand. Aber zack, fertig ist man in dieser Industrie drin. Und dann ist so eine Hassliebe. Es ist nicht wirklich ein Cut, aber es ist schon, man ist jetzt nicht mehr so das 100%, was man mal so ganz lange war. Weißt du, was ich meine? Man ist jetzt nicht mehr die ganze Zeit auf Skate-Tour und filmt halt und ist halt so Skateboard-active, sondern jetzt ist man halt anders. Und es geht halt weiter. Es ist halt eine Weiterentwicklung. Es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist irgendwie, ich weiß es doch auch nicht, wie ich sagen soll. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Das ist noch ein Projekt, an dem ich arbeite. Ich habe ein bisschen gehofft, ich schaffe das noch, während du kommst, fertigzustellen. Das wird ein großer Schraubenzieher. Kann ich so schrauben. Es gibt nämlich ein Auto, das hat so Rücklichter und das Rücklicht sieht aus wie so eine Kreuzschraube. Und ich wollte unbedingt, habe ich mir immer gedacht, ey, ich muss mich mal da so hinstellen mit so einem großen Schraubenzieher und so tun, als ob ich diese Schraube da so reindrehe. So viel zu den Dino-Projekten und so, ne?